So, meine Lieben, 11. Pannstrich. Die 132 haben wir jetzt, Newtonmeter haben wir jetzt. Wenn dich dein Alltag langweilt, dann riskier ihn. Zweimal hat uns Stulle schon in den Stich gelassen. Einmal 2022, einmal 2024. Andere würden den Urs jetzt verkaufen. Wir fahren mit ihnen nach Westafrika. Filterdicht, Marius Flucht, die Sonne sticht, Melli lacht, das passt schon so. Stulle ruckelt, Stulle go, Blechkiste brüllt, Tank halb leer, Karte zerknickt, mehr liegt weit. Und damit herzlich willkommen zu diesem kleinen Ankündigungsvideo. Wir tragen diese Idee schon etwas länger im Kopf. Und unser einleitendes Zitat hat den einen oder anderen vielleicht auch schon einen kleinen Hinweis gegeben. Thierry Sabine, der Erfinder der Rallye Dakar, sagte eins: Wenn dein Leben dich langweilt, riskiere es. Das war uns etwas zu extrem. Unsere Vision ist es, mit dem Stulle die Sahara zu durchqueren und das auf den Spuren der legendären Paris-Dakar. Und so lange durch die Wüste zu fahren, bis es endlich wieder grün wird. Im November diesen Jahres soll es endlich losgehen und wir werden für ein halbes Jahr unterwegs sein. Welche Route wir genau dabei fahren, erzählen wir aber etwas später. Generell wollen wir auf unserer Reise den Geist der Anfangsjahre der Rallye Dakar aufleben lassen. Damals verkauften Privatpersonen ihr letztes Hemd, um einmal im Leben mit einer Ente oder mit einer Schwalbe an der Rallye Dakar teilzunehmen. Ich würde sagen, da passen wir und unsere Stulle schon ziemlich gut rein. Das Ganze natürlich à la Malmoto, ohne Support-Team. Aber so eine Tour macht man natürlich nicht einfach unvorbereitet. Deswegen haben wir noch einiges zu tun. Um bestmöglich durch die Wüste zu kommen, wollen wir alle Verschleißerscheinungen am Stulle einmal beseitigen. Wir wollen zusehen, dass der Stulle noch weiter abspeckt. Wir wollen ihn noch fitter machen für das heiße Klima in der Wüste. Und zudem natürlich auch alles das, was wir irgendwie verstärken können, soll auch noch verstärkt werden. Außerdem, was ein neues Thema für uns sein wird, weil wir damit noch nicht so viel zu tun hatten, ist, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, dass wir wirklich lange Strecken ohne eine Tankmöglichkeit bewältigen müssen. Das bedeutet zum einen gutes Spritmanagement, aber wir wollen auch etwas größere Tanks verbauen. Ja, denn um ehrlich zu sein, das, was wir davor haben, ist nicht ohne. Und das muss alles Hand und Fuß haben, gut durchdacht sein, weil das macht man nicht eben mal so. Nicht nur den Stulle müssen wir für die Sahara gut vorbereiten, sondern wir beide uns natürlich auch. Unter anderem bedeutet das, dass wir spezielle Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse machen, dass wir uns sehr viele Gedanken machen werden über unsere Reiseapotheke, dass wir Reiseimpfungen machen werden, dass wir uns über Notfall- und Evakuierungspläne Gedanken machen müssen und dass wir generell versuchen, alle Risiken gut einzuschätzen und möglichst klein zu halten. Unsere Bergefähigkeiten im weichen Sand werden wir auch wohl noch mal ein bisschen verfeinern, damit wir optimal vorbereitet sind. Also es gibt echt eine Menge zu tun, bevor wir im November starten. Und natürlich nehmen wir euch auch auf YouTube und auch auf Instagram bei den Vorbereitungen und natürlich auch bei der Reise mit. Aber kommen wir jetzt mal zur Route. Ja, wir starten im November diesen Jahres und unser erster Stopp wird dann logischerweise Paris sein. Dort, wo die erste Rallye Dakar 1978 startete. Dann heißt es erstmal Strecke machen Richtung Spanien. Von Spanien aus nehmen wir dann eine Fähre nach Marokko. Marokko haben wir dann vor, endlich Offroad zu fahren und bewegen uns da relativ viel im Landesinneren. Und angelehnt an originale Etappen der Paris-Dakar wollen wir dann eben dort die Offroad-Pisten unsicher machen, wie zum Beispiel die des Plaque Blanche. Die Westsahara wird dann wahrscheinlich hauptsächlich für uns Transitstrecke sein, bis es für uns dann in Mauretanien wieder ab in den Sand geht und das natürlich auch wieder mit Vorbild der Etappen der Rallye Dakar. Im Senegal endet dann unsere Stulle Dakar circa Ende Februar am legendären Lac Rose. Der Lac Rose war nämlich ein sehr häufiges Ziel für die Rallye Dakar. Nach all dem Sand und dem Staub und den kilometerlangen Pisten und wenn wir es dann wirklich bis in die Senegal geschafft haben, haben wir gedacht, würden wir total gern noch ein Stückchen südlicher fahren, so richtig ins Grüne. Das bedeutet für uns, wir machen noch einen kleinen Schlenker einmal durch den Senegal durch nach Guinea, Guinea-Bissau und Gambia. Der Rückweg führt dann natürlich wieder durch Mauretanien, Westsahara und Marokko. Und um uns von den ganzen Strapazen und den Abenteuer zu erholen und uns wieder an Europa zu gewöhnen, machen wir dann noch ein kleines Inselhopping über Sardinien und Korsika in April 2027.
Jetzt ist es endlich raus und wir freuen uns wirklich riesig auf dieses heftige Abenteuer, was auch schon mit einem funktionierenden Offroad-Fahrzeug ein Abenteuer ist und mit der Stulle, der uns ja nun mal einfach jetzt echt zweimal in Tunesien im Stich gelassen hat, nochmal ein viel größeres Abenteuer. Denn schließlich müssen wir ja mal ganz ehrlich sagen, wir fahren durch die größte Wüste der Welt und ja, uns hat leider der Stulle ja schon das eine oder andere Mal in den Stich gelassen. Natürlich haben wir uns gut vorbereitet und sind da finanziell auch gut aufgestellt. Wir haben uns ein großes Budget gesetzt, dass wir auch ausreichend Puffer haben, falls ja, wir abgeschleppt werden müssen, vielleicht auch mal über eine Grenze oder repariert oder sonst was oder einen Flug einmal in die Heimat und wieder zurück, um Teile einzufliegen. Das haben wir schon alles mit drin. Wir hoffen, dass er nicht unser finanzieller Ruin wird. Dennoch bleibt die, finde ich, auch begründete Angst, dass man doch ein bisschen Schiss hat, dass der Stulle dann mitten in der mauretanischen Wüste, wo im Umkreis von 200 Kilometer keine Menschenseele ist, er wirklich den Geist aufgibt und man dieses Auto da irgendwie wegkriegen muss. Oder dass wir den Stulle zum Beispiel im Senegal zurücklassen müssen, weil er uns abgefackelt ist und wir nicht nur irgendwie einen Rückflug dann brauchen für uns, sondern auch die sehr, sehr hohen Importgebühren dann zahlen müssen und auf den ganzen anderen Scheiß dann auch noch sitzen bleiben. Damit das eben nicht passiert, bereiten wir uns jetzt einfach bestmöglichst vor und dann wird das ganze Ding schon glatt laufen. Ja, wir blicken natürlich optimistisch auf die Reise, sonst würden wir das Ganze ja gar nicht erst starten. Ne? Und getreu dem Motto, immer angeschlagen, aber niemals am Boden. Wir freuen uns natürlich über Tipps, Tricks, über Adressen, über Empfehlungen für die besagten Länder. Da könnt ihr gerne was in die Kommentare schreiben, wenn ihr da jemanden kennt oder wenn ihr gute Orte kennt oder da Kontakte habt. Und sollte unter euch jetzt jemand sein, der zu der Zeit zufällig auch in der Ecke ist und Lust hat, mit uns ein, zwei Etappen zu fahren, dann meldet euch wirklich sehr, sehr gerne bei uns, weil gerade so für die langen Wüstenetappen wäre das schon ganz cool, mindestens zu zweit zu sein, was eigentlich auch Pflicht ist. Und wenn ihr ansonsten noch Fragen habt zur Reise, zum Stulle, zur Reisevorbereitung, dann gerne ab in die Kommentare damit. Dann machen wir vielleicht noch, wenn genug Fragen zusammenkommen, ein kleines Q&A. Ja, und damit verabschieden wir uns ganz getreu dem Motto: Zeit für Abenteuer ist nicht irgendwann, sondern genau jetzt.